macht einem das schon nachdenklich, ne? Man hat schon Angst irgendwo. Hat er Julia umgebracht? Die Indizien gegen den tatverdächtigen Nachbarn aus dem Dorf haben sich erhärtet. Thorsten V. war die heiße Spur und war jetzt natürlich auch mittlerweile klar, dass er der Täter ist. Also ich habe immer noch darauf gehofft, dass er es übersteht und dass er irgendwann mal irgendwas dazu sagt. Alle Ermittlungen konzentrieren sich nur noch auf Thorsten V. Natürlich hat man die Hoffnung, dass man dann bei der nachfolgenden Hausdurchsuchung auch Beweismittel auffinden kann. Ob die Anwesenheit der Julia im Haus nachzuweisen ist. Wenn ich das ganze Haus habe als Spurenträger, dann habe ich da unendlich viele Untersuchungsmöglichkeiten. Das können wir unmöglich alles leisten. Thorsten V., der 33-jährige Verdächtige, liegt in einer Kölner Spezialklinik. Seine Überlebenschancen liegen aufgrund schwerer Verbrennungen unter 50%. Ich habe den Auftrag bekommen, federführend diese Durchsuchung zu übernehmen. Es ging darum, so akribisch wie möglich das gesamte Gebäude, das gesamte Anwesen des Herrn V. zu durchsuchen, im Hinblick auf mögliche Beweismittel. Das war der Auftrag. Das war ein älteres Haus. Ich würde sagen, das ist fast 100 Jahre alt gewesen von der Optik. Also ein altes, sehr schönes Haus, muss man sagen. Das lag in Biebertal, unmittelbar angrenzend am Kinderspielplatz. Auch mit einer großen Grünanlage außenrum und, ich glaube, 2 oder sogar 3 Etagen. Das war ein schönes, großes Haus. Da konnte man gut wohnen. Die waren ja auch gut eingerichtet. Die waren jetzt nicht reich, aber die waren gut situiert, ja. Und dementsprechend sah es auch in der Wohnung aus. Die war aufgeräumt, da hat alles an seinem Platz gestanden, bis auf den Keller. Da war alles ein bisschen durcheinander. Im Keller des Hauses ist es am 6. August gegen Mittag zu einer folgenschweren Explosion gekommen, bei der Thorsten V. lebensgefährlich verletzt wurde. Ich war in dem Kellerraum drin und habe verkohlte Sachen gesehen, beziehungsweise nicht verkohlt, verschmolzene Sachen. Inline-Skates, das war nur noch ein Plastikklumpen oder geschmolzene Tennisschläger. Das gibt eine Vorstellung, wie heiß es da drin war. Und er hat mittendrin gestanden. Interessant war, oben unter dem Dach gab es einen Raum, von dem man eigentlich ungehindert auf den Kinderspielplatz schauen konnte. Und da haben wir beispielsweise einen Aschenbecher aufgefunden mit jeder Menge Zigaretten, sodass wir angenommen haben, dass der Herr V. sich dort möglicherweise regelmäßig aufgehalten hat und hat dort den Kinderspielplatz beobachtet. Wir haben in dem Wohnhaus eine Sammlung von Mickey-Maus-Heftchen aufgefunden und wir wussten eben, dass die Julia Rose großes Interesse an Mickey-Maus-Heftchen hatte. Die kleine Julia war ein begeisterter Fan von Donald Duck und Mickey Mouse. Wurde ihr das zum Verhängnis? Also wir haben dann unter anderem auch Leichenspürhunde eingesetzt in diesem Gebäude. Und zwar 2 verschiedene. Dann haben wir erst den ersten Hund ins Gebäude geführt und der hat dann den Raum abgesucht und hat dann in einem Schrank, der in der Ecke stand, hat er ein eindeutiges Signal abgegeben und hat uns im Prinzip signalisiert, dass da möglicherweise eine Leiche abgelegt war. Dann haben wir den Hund rausgeführt und haben eine gewisse Zeit gewartet. Und dann kam der zweite Hund, der hat ebenfalls den Raum abgesucht und der hat dann im Schrank in der gleichen Ecke genau das gleiche Anzeigeverhalten gezeigt, sodass wir uns relativ sicher waren, dass da eine Leiche abgelegt war. Wir waren ja tagelang in Biebertal unterwegs und also da gab es schon sehr, sehr große Betroffenheit bei den ganzen Anwohnern. Das hat die Leute schon sehr, sehr berührt, was da passiert ist. Also muss man sagen, und uns natürlich auch. Also das geht ja auch an Polizeibeamten oder Kollegen, die da mitgearbeitet haben, auch nicht spurlos vorüber. Ich habe
morgens einen Anruf bekommen und der damalige Soko-Leiter sagte mir, es hat hier einen Brand gegeben in der Wohnung von unserem Tatverdächtigen. Also ich mache das ganz oft, dass ich an Tatorte gehe, um ein Gefühl für den Fall zu bekommen. Dieser Fall ist mir deshalb so gut in Erinnerung, weil ich komme dahin, der Soko-Leiter weist mich ein, wir besprechen den Fall und dann sagt er, der Brand ist unten im Keller möglicherweise ausgebrochen. Wenn Sie dann in so einen Keller kommen und dieser Keller penibel sauber aufgeräumt ist. Ich meine, war durch den Brand natürlich alles kohlrabenschwarz, aber Sie konnten sehen, dass Werkzeuge exakt an der Wand positioniert waren, beschriftet waren. Da war ein Kleiderschrank, da lagen alte Pullover drin, die er nicht mehr benutzt hat wohl. Die waren auf DIN A4-Format, wie man das vielleicht bei der Bundeswehr lernt, zusammengelegt. Dann haben Sie das Gefühl, was habe ich hier für einen Mensch vor mir? Und ich habe den Mensch vor mir, der also peinlichst genau darauf achtet, dass alles in Ordnung ist, alles super sauber ist und dass man sich überall super gut bewegen kann und dass da nichts rumliegt. Und dann liegt da ein Teppichboden im Keller. Und dieser Teppichboden hat den Weg nach außen versperrt und da war uns allen gleich sofort klar, dieser Teppichboden gehört da überhaupt nicht rein. Der Teppich erzählt mir eine Geschichte. Und dann war die Frage natürlich, welche Geschichte? Und dann war klar, dieser Teppichboden gehört nicht in diesen Keller. Der ist da absichtlich reingelegt worden, der hat einen bestimmten Zweck erfüllt. Und wenn man dann noch die Hintergrundinformation hat, dass der Brand möglicherweise genau an diesem Teppich wohl ausgebrochen ist, dass dieser Teppich wohl mit Benzin getränkt war und dass es deshalb zu dieser Benzinverpuffung kam, dann war vollkommen klar, dass dieser Teppich was mit der Tat zu tun haben muss. Unsere Arbeitshypothese war, dass die Julia irgendwann mal im Haus des Tatverdächtigen war. Und jetzt die Frage, warum lag dieser Teppich unten im Keller? Möglicherweise hat er versucht, die Leiche zwischenzulagern, weil zu dem Zeitpunkt war natürlich sehr, sehr viel Presseaufwand in dem Bereich und es waren sehr viele Polizisten unterwegs, die überall Hausbefragungen durchgeführt haben. Und möglicherweise musste er eine Möglichkeit schaffen, um das Kind für 1-2 Tage irgendwie zu verstecken. Und das war unsere zentrale Arbeitshypothese. Weil warum ist dieser Keller in diesem Zustand? Warum hat er versucht, da einen Brand zu legen? Oder warum hat er überhaupt mit Benzin in dem Keller hantiert? Das konnte nur eine einzige vernünftige Erklärung geben. Dass möglicherweise da Spuren von der Julia waren, die er versucht hat, irgendwie zu vernichten. Das war zumindest damals unsere Annahme. Wenn unsere Arbeitshypothese stimmt, dann müssen wir uns zu 100% auf diesen Teppichboden konzentrieren, weil nur da haben wir eine echte Chance, Spuren von der Julia zu finden.